Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge AKF. Was machen wir heute? Wir sind heute im Raps. Gucken uns das Trauerspiel hier an. Wir sind hier auf der Sandkuppe und wie wir sehen wir ganz wenig, ne? Ganz wenig. Aber man sieht einiges im Raps. In den letzten Wochen ein bisschen durch, sieht man auch tatsächlich, wenn hier so eine kleine Wasserader durchgeht. Ne? Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Aber wenn keine Wasserader durchgeht, ist es natürlich sehr, sehr mau. Ne? Das ist natürlich hier wenig, sehr sandig. Richtig kiesig fast, würde ich sagen, der Boden. Der verliert natürlich schnell an Wasser. Das ist eigentlich auch kein Standort für Raps, aber das hat letztes Jahr nicht richtig anders gepasst. Dieses Jahr stelle ich den Raps auf einen besseren Standort. Das ist übrigens auch ein Grund, warum nicht alle Pflanzen überall wachsen können. Das sind einfach nicht die Standorte dafür. Ne? Also viele denken ja immer von den Verbrauchern, warum haben die denn keine 20-fache Fruchtfolge? Warum hat nicht jeder Landwirt auch noch Gemüse und Kartoffeln und dies und das? Es wächst schlichtweg einfach nicht überall. Das ist so. Es wächst einfach nicht überall. Und das ist so der Punkt. Bestimmte Regionen haben sich auf bestimmte Kulturen einfach spezialisiert, eingeschossen, weil da richtig was abgeht. Der Kollege war ein Spätblüher. Ja, man sieht aber die Schoten, ne? Sind dafür umso besser. Die Schoten sind ja dafür umso besser. Große Schoten hat er, dieses Jahr der Raps, das ist keine Frage. Große Schoten hat er. Und wir gehen auch gleich mal in eine bessere Ertragszone rein. Aber ich wollte euch das auch einfach mal zeigen, hier oben auf dem Sandberg. Der ist auch nicht hoch geworden. Hier haben wir auch nicht viel Nährstoffe gegeben. Wir wissen auch schon, warum wir hier nicht viel geben. Aber was ich euch sagen kann, wenn ihr euch die so anguckt, ne? Was fällt auf? Genau. An den Spitzen haben wir nichts. Teilweise keine. Oder, also hier zum Beispiel sind keine Schoten. Das ist der Rapsglanzkäfer. Da war kein Schutz mehr da. Seht ihr hier oben zum Beispiel? Da drinnen, da sind die Knospen weggefressen. Daraus kann man schließen, wann man keinen Schutz bei der Pflanze hatte. Also, sie fängt ja von unten nach oben an zu blühen. Alles klar. Aber hier am Ende hätte Hannes noch mal fahren müssen. Das war einfach zu wenig. Das war einfach zu wenig. Schade. Schade, schade, schade. Also gerade hier diese Knospen, hier sieht man es nochmal wieder, die kleinen da drinnen. Oftmals weggefressene Knospen, die werden ja nicht befruchtet. Rapsglanzkäfer. Da kann man mal wieder sehen, du kannst einen Hackmack machen oder was. Du kommst am Insektizid nicht drum herum. Du brauchst einfach Schutz über die gesamte Distanz. Und da braucht man sich auch, glaube ich, nicht einbilden, dass das irgendwie gut geht. Ohne. Oder mit weniger oder so, sieht man ja hier wieder. Also da hätte ich vielleicht einmal, da habe ich aber gedacht, Mensch, das sind jetzt 6, 7 Tage, dann müsste ja auch bald die Blütenbehandlung anstehen. Aber dann kam die Blütenbehandlung erst 10 Tage danach und dann sieht man, da hast du keinen Schutz. Ja, ich habe ein bisschen auf Fadi gehört. Fadi ist aber auch... Fadi ist aus seiner Zeit, aber der wollte nicht losfahren mit der Spritze. Der hat immer keine Lust gehabt. Ja, und das ärgert mich einfach, dass ich da nicht gesagt habe, ach komm, nun mach. Ich meine, mal gucken, waren zwar welche drin, also in den Knospen, aber nicht so viele. Wir gehen jetzt aber noch auf den besseren Standort. Also in der Regel kann der Raps sehr, sehr viel kompensieren. Also der kann auch kompensieren, wenn er jetzt oben die Schoten nicht hat. Es sind ja noch von unten Triebe, die durchkommen. Die werden dann größer, da werden die Schoten dann auch größer und generell werden die Körner ja dann größer. Aber es macht schon was aus. Also Raps kann ja ultra viel kompensieren. Das heißt, wenn Pflanzen fehlen auf einem Quadratmeter, dann bildet er mehr Seitentriebe aus. Je mehr Platz er hat, desto größer werden die Seitentriebe, desto mehr kann er da kompensieren. Und dann kann er halt noch Schoten bilden, längere Schoten, wenn er noch mehr Platz hat. Und dann kann er noch mehr Körner pro Schote und er kann halt große Körner machen. Das spielt halt alles komplett rein.
Und da kann der Raps wirklich, auch ein wirklich schlecht aussehender Raps im Frühjahr schafft auch trotzdem noch 4 Tonnen, wenn die Bedingungen da sind. Natürlich müssen die Bedingungen da sein, aber das ist ja keine Grundlage, aber er kann enorm viel kompensieren. Aber das Ding ist auch, Raps braucht auch mit Abstand am meisten Pflanzenschutz, neben Kartoffel. Da machen wir uns nichts vor. Es sind sensible Kulturen und da kann man auch noch was für ein Heckmeck betreiben. Aus aktueller Sicht kommen wir da nicht drum rum. Es gibt keinen Weg. Also es ist ja nicht so, dass wir Landwirte da versuchen, mal die eine oder andere Mark zu sparen. Das Ganze kostet ja utopisch viel Geld, der ganze Pflanzenschutz. Aber im Prinzip hat man selten die Erkenntnis, das geht auch ohne. Hat man selten. Wenn jetzt zum Beispiel beim Getreide, beim Fungizid ist es ja so, man kann die Kultur ja aktiv betreuen. Alle 2, 3 Tage hinfahren und gucken. Das ist beim Raps ein bisschen schwieriger. Weil wenn das Insekt den Schaden gemacht hat, ist es ja schon zu spät, versteht ihr? Beim Getreide, beim Fungizid seht ihr halt 2, 3 Punkte. Okay, ihr könnt los sein, ihr könnt behandeln, ihr könnt das Ganze stoppen, heilend wirken. Und dann ist es ja nicht schlimm. Wenn ihr aber hinfahrt und seht, dass die Insekten Schaden gemacht haben, hier beim Raps, dann ist es ja viel zu spät. Wir gucken mal, ob wir da vorne in den Bestand reinkommen. Dann ist es ja viel zu spät, dann ist der Schaden da und dann kriegen wir es ja auch nicht mehr aufgehoben. Und das sind so bestimmte Punkte, Fusalien im Weizen, da kommen wir noch mal in der AKF Weizen kommen wir noch mal dazu. Das sind so große Probleme. Auch so beim Erdfloh ist, ja, aber wenn der Erdfloh erstmal richtig Schaden gemacht hat, sind wir auch schon zu spät. Ja, da müssen wir irgendwie, da muss irgendwas vorangehen. Weil die Problematiken sind ja nicht besser geworden über die letzten Jahre. Deswegen, auch gerade deswegen denke ich, muss man mal was anderes machen in der Landwirtschaft. Also irgendwas muss sich ja mal ändern. Weil wir machen bestimmte Dinge schon 30 Jahre und wird ja immer wieder dasselbe gepredigt. Und trotzdem werden die Probleme dadurch ja nicht weniger. Also zum Beispiel Bodenbearbeitung und der Unkrautdruck. Wir machen das so, wie das Lehrbuch das sagt. Ja, mach deinen Stoppelsturz, mach wieder hier Bodenbearbeitung, da Bodenbearbeitung. Aber erreichen tun wir damit nichts. Muss man so sagen. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter unten. Was waren das? 200 Meter, ne? Das ist eine komplett andere Welt hier, ne? So unterschiedlich, so krass ist der Wasserunterschied bei mir. Und die Schoten, keine Frage, sind wirklich lang. Aber auch hier seht ihr, fehlen sehr, sehr viele Schoten. Hier sieht es so aus, als wenn hier der Schutz gefehlt hat und hier war er da. Ich denke, der Bestand hat früh geblüht, aber die ist wieder komplett. Das ist der Haupttrieb. Also der Haupttrieb war geschützt, aber zu spät wieder nicht. Gucken wir uns mal einen Seitentrieb an. Die sehen gut aus. Das ist natürlich auch schwierig, gerade mein Standort. Da fangen bestimmte Zonen dann doch früher an zu blühen. Ja, hier fehlen auch ziemlich viele. Wie man sieht, ist ein Seitentrieb. Also ist der späte Schutz war einfach nicht da bei mir. Das ist ärgerlich. Das hat mich bestimmt eine halbe Tonne gekostet. Bei aktuellen Preisen tut das natürlich weh. Aber dennoch sieht er hier gut aus. Gerade für Einzelkorn. Gucken wir mal hier bei mir an der Größe. Wir gehen jetzt, also hier kommt immer mehr Wasser. Und hier ist noch nicht mal die beste Zone, die ist da unten eigentlich. Aber wir werden jetzt immer besser von der Zone. Jetzt sehen wir auch hier schon von der Höhe. Und da sehen die Pflanzen noch ganz anders aus. Also wirklich auch schöne große Schoten. Wenn man das so sieht. Ich habe nicht so die kleinste Hand. Auch schön große Einzelpflanzen. Dicke Stiele. Und wir sehen natürlich von unserem Stroh gar nichts mehr, ne? Hier unten sehr, sehr viele Käfer und Regenwurmgänge. Da sehen wir natürlich gar nichts mehr, ne? Aber mega dick hier, ne? Mega dick alles. Ein paar Nachblüher hat man auch so ein bisschen. Und da sehen wir hier auch gerade wieder einen Rapslandskäfer. Da, die gehen halt rein in die Knospe und fressen da und machen da Schaden. Hier auch. Und dann wartet halt, ne? Dann wartet halt. Gut,
Ich weiß nicht, wir könnten da unten noch einmal gucken. Und dann fahren wir mal zur Gerste gucken. Also das ist eine kurze AKF, Raps und Gerste. Lisi kann leider nicht mit. Unser kleiner Anton hat sich ein bisschen mit Magen-Darm angesteckt in der Kita. Die musste betreuen und ich glaube, bei mir geht das auch langsam los. Also ich merke, dass ich so ein bisschen Druck auf den Bauch kriege und mir so ein bisschen übel wird. Ich habe dann meistens, wenn ich das kriege, das ultra selten Magen-Darm. Wenn, dann habe ich das auch immer nur einen Tag. Aber so ein bisschen merkt man das schon. Und deswegen wollte ich eigentlich Mais und Sonnenblume machen. Aber ich denke, da brauche ich einfach mehr Zeit. Das hier, was man hier sieht, konnte ich jetzt auch beobachten. Also ihr könnt ja euch im Vlog, habe ich ja erzählt, ich hatte in der Gelbschale keine Rüssler, Kohltriebrüssler. Und der hat aber trotzdem Schaden gemacht. Nicht überall, aber punktuell. Und was man halt so sieht, also jetzt sieht man nicht mehr viel, aber der Haupttrieb stirbt da meistens ab. So wie hier. Und dann wachsen Nebentriebe aus, die sehr verspät blühen. Das habe ich in dem anderen auf dem Ackergras. Hier war es gar nicht, aber auf dem Ackergras konnte ich das beobachten. Der hintere Teil, da ist der anscheinend tatsächlich doch geflogen. Und in der Gelbschale war nichts, aber er hat da Schaden gemacht. Also es ist tatsächlich so, als der Raps dann anfangen wollte zu wachsen, habe ich beobachtet, okay, der Haupttrieb stirbt ab. Und das ist auch so klassisch, der Haupttrieb stirbt ab, dann ist das so ein bisschen matschig. Und dann wachsen halt sehr stark die Seitentriebe aus. Das ist so, Raps ist so eine schöne Kultur, ne? Die macht eigentlich auch echt Spaß. Weil die so, ja, die Wurzel tief, die hinterlässt eigentlich ein schönes Bodengefüge. Aber ich muss euch das mal, ich habe so ein dickes Buch, das sind nur Schädlinge und Krankheiten im Raps. Und dann sagen die Leute, wenn ich über Rapsanbau spreche, die Spritze ist Hannes liebstes Arbeitsgerät. Ja, dann macht mal Rapsanbau ohne Pflanzenschutz. Und das ist auch gerade so eine Riesenproblematik im Bioanbau. Raps im Bioanbau funktioniert ganz wenig, in 1 von 5 Fällen. Häufig schreiben Betriebe, wenn nur an den Küsten. Ne? Ganz kalte, nasse Standorte, wo die Insekten wenig fliegen oder automatisch weniger, ja, sich weniger fortpflanzen, weil es einfach so kühl und nass ist. Das ist das Gegenteil. Ne? Ich komme gut ohne Fungizide aus, weil ich immer trocken bin, die Standorte. Aber das ist genau das, was ein Insekt liebt. Und deswegen ist es auch ganz oft so, wenn Betriebe mit wenig Fungizide auskommen, die brauchen dann doch hier und da bei den Kulturen ein bisschen Insektizide und umgekehrt genauso. Meistens die Betriebe, die dann ohne Insektizide können, weil sie an der Küste sind oder so, die kommen mega schlecht ohne Fungizide aus, weil die halt immer nasse Bedingungen haben und da wachsen Pilze am besten. Dennoch, Raps ist durch, er steht ja gut, aber es hat zwischendurch auch wirklich wieder heftig Wasser gefehlt. Muss man sagen. Der hat sich jetzt wieder gut verwachsen, da kam ja auch noch mal 10 mm, aber die Welt war halt nicht. Ne? Aber man muss sagen, wir haben ja Jahre gehabt von 2013 bis 2017, da waren ja die Erträge noch besser. Ne? Also ich habe 13 bis 15, 16 ungefähr habe ich Raps angebaut, da war kein Jahr unter 4,5 Tonnen. Das ist teilweise sogar über 5 Tonnen Durchschnitt und sowas. Ne? Da waren ganz andere Möglichkeiten. Du hast noch eine Beize gehabt, die den Erdfloh weggehalten hat. Da musstest kaum was im Herbst machen. Das ist alles Geschichte, wird immer schwieriger. Aber wir wollen nicht so viel rumjappern. Wir haben ja trotzdem einen guten Bestand hingekriegt. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Du musst eigentlich inzwischen alle 2, 3 Tage auf deine Bestände rauf und immer wieder nachgucken, damit du wirklich deine Pflanzen schützt. Eins wollte ich euch gerade noch erzählen. Ach so, ich habe ja, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe von 2016 bis jetzt, oder sogar 4 oder 5 Jahre, habe ich keinen Raps angebaut. Ich habe nochmal mit 5 Tonnen die Show verlassen. Bombastisch gut. Also da, wo jetzt die Gerste steht, da war mal, ich glaube, vor 5 Jahren stand da Raps. Und seitdem habe ich auf dem Betrieb hier kein Insektizid eingesetzt. Also nichts gegen Schadinsekten. Gar nichts. Raps ist auf meinem Betrieb die einzige Kultur wirklich, wo ich das brauche.
wir sind kein Standort irgendwie für Blattläuse. Zwischen 2010 und 2020 war es einmal so der Fall. Ich glaube, da war so, das könnte, ich glaube, 2012 gewesen sein oder so. Getreidehähnchen ist bei uns auch nicht so richtig verbreitet. Mal ein bisschen, dieses Jahr zum Beispiel auch gar nicht. Also da ist nichts zu machen, das ist Raps die einzige Kultur. So, hier unten ist die beste Zone. Wenn man sieht, ich dazu mit der Größe. Also der hat da schon gut seine 1,50 Meter. Und auch hier seht ihr, viele Schoten nicht geschafft. Was sagt das Hannes fürs nächste Jahr? Ja, du musst einfach kompletten Schutz bis nach der Blüte herstellen, damit du auch alle Schoten hast. Das ist ganz wichtig. Dann gucken wir uns mal an, wie sehen denn die Körner jetzt eigentlich aus? Ich glaube, wir sind jetzt auch ungefähr bei der Schotengröße angekommen. So sieht's aus. Die GoPro kriegt immer schlecht in den Fokus. Da geht noch, also die Körner könnten wirklich jetzt schön groß werden und alles. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. So sieht der Rapsbestand gut aus. Wenn er Wasser gehabt hat, sieht er echt gut aus. So, fahren wir noch mal zu der Gerste rüber. Und dann war es das schon. Hier für eine kurze AKF. Bis dann. Noch mal kurz zu den Krankheiten und Insekten. Also die Züchtung macht ja vieles. Gerade in Sachen Gesundheit, Blattgesundheit, Pflanzengesundheit, der Progress ist wirklich zu merken. Also die Pflanzen brauchen so viel weniger Pflanzenschutz als früher, weil die Bestände immer gesund sind. Wenn man hier zum Beispiel sieht, wir haben hier nur ein Fungizid behandelt in BBCH-Stadium 32. Das heißt, als er so klein war in der Bestockung. Ansonsten gar nichts und die Blätter sind schön grün und gesund. Sicherlich ist hier und da mal eine kleine Pustel drauf. Ist jetzt aber auch nicht weiter wild. Wir sind jetzt, denke ich mal, 4 Wochen vorm Dreschen. Heute ist der 4.6. Heute ist der 4.6. Hier sind die in der Fahrgasse. Die sind immer ein bisschen später dran. Das ist immer so eine Sache, wenn man halt zum Beispiel wie im Weizen noch eine Ehrenbehandlung fährt, dann sind die weg, weil das ist so wie so ein Crimpen. Davon sterben die ab. Und hier im Bestand sind die halt ein bisschen später reif. Ist aber jetzt im Gesamten nicht so wild. Wenn man hier nachher so 17–18% hat, weil das Korn noch nicht so reif ist und hier hast du aber eine 14, ist es im Haufen gar nicht merklich. Genau. Also im Gesamten hat er sich gut entwickelt, der Bestand. Muss man echt sagen. Was natürlich Wasser, ne? Wasser ganz klar. Jetzt zur Kornfüllung hat sie ist ja die Gerste, hat sie ein bisschen Wasser gehabt. Ähren sind relativ kurz, da wäre sicherlich ein bisschen was mehr gegangen. Aber da zur entscheidenden Phase natürlich auch sicherlich Wasser gefehlt. Mal gucken, ich denke, wir haben jetzt irgendwie Teigreife zwischen Teig und Milchreife. Wo ist da der Unterschied? Ja, ist genau so ein Übergang. Das heißt, wenn dann die Milch rauskommt, ich mache das nochmal, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn da die Milch rauskommt, haben wir Milchreife, wenn es rausspritzt. Da ist aber so ein Teigflatschen schon. Das ist die Teigreife. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Ist ja noch mal was angekündigt. Das wird noch mal der Kornfüllung gut tun. Auch der Weizen fängt jetzt bald an, Ähre zu füllen, Korn zu füllen. Dann ist das natürlich von Vorteil. Ja, was man so ein bisschen sieht, ist natürlich klein weiter Abstand. Ich gehe jetzt mit euch bewusst in so eine Sandlinse rein. Da. Da hat die Gerste, natürlich viel, viel mehr gelitten. Das sieht man hier natürlich auch, ne? Und wenn wir dann hier so ein bisschen weitergehen, also dieses Frühjahr war wirklich wieder sehr trocken. Wir haben von März hatten wir gar keinen Niederschlag. Ab Anfang April hatten wir einmal 10 mm, glaube ich, oder 15. Und im Mai hatten wir jetzt, glaube ich, 12. Juni ist jetzt noch gar nichts. Es wird angekündigt, ich hoffe. Aber es ist natürlich ultra wenig dafür, dass da auch ein guter Ertrag zustande kommen soll. Bei der Gerste ist es so, die kann immer relativ gut die Frühjahrsfeuchtigkeit ausnutzen. Aber auch da, ist das belastend mit dem Windrad, aber auch da
ist es natürlich nicht besser, wenn es gar nicht vorankommt. Ne? Wir hätten halt wenigstens im März oder im April noch mal was kriegen müssen, um uns bis jetzt hier besser retten zu können. Also wir haben hier eine Fungizidmaßnahme gemacht, so wie ich das gesagt habe. Unten in der 32. Ich meine, jetzt sieht man hier ein bisschen hier unten was. Da. Seht ihr das da? Ein bisschen Rost drauf. Ein bisschen fleckig wird es jetzt schon mehr. Aber wir sind jetzt hier auch kurz vor Schluss und jetzt kriegen wir es ja eh kaum noch behandelt. Jetzt schirmen die Ähren die Grannen relativ viel ab. Und soweit ich weiß, haben wir auch für ein Fungizid keine Zulassung, wenn es zu spät ist. Ich bin mir nicht sicher, aber habe jetzt auch nicht überlegt, da noch mal was zu machen. Das ist, denke ich, viel zu spät. Gut. Da haben wir eins. Das ist ein Getreidehähnchen. Zack. Da. Das ist ein Getreidehähnchen. Aber auch sehr, sehr selten hier, muss man sagen. Ist in den letzten Jahren gefühlt ein bisschen mehr geworden. Oh, hier haben wir noch eins. Da sieht man dann auch mal diesen klassischen Fraß auf den Blättern. Da. Aber das sind jetzt die ersten, die ich sehe, seitdem ich hier durchgehe. Oh, ein bisschen hinten ist tatsächlich ein bisschen mehr. Hinten ist tatsächlich ein bisschen mehr, Weizen ist noch gar nicht. Muss man natürlich beobachten. Das macht natürlich alles viel Schaden. Gucken wir mal hier, ob wir hier sehen. Man hat da so einen klassischen Streifenfraß auf den Blättern. Also so wie ich das eben euch gezeigt habe. Nein. Also war da wohl nur die kleine Stelle. Ein bisschen wird sicherlich sein, aber ist ja ist nicht, wo man sagt, das ist eine Schadschwelle. Ja, soweit erstmal die Gerste. Seht ihr also, wie die aussieht? Köpfe werden bestimmt die nächsten Wochen langsam nach unten gehen. Also eigentlich sieht sie gut aus. Eigentlich sieht sie gut aus. Wenig Fehler haben wir gemacht. Eins war natürlich, dass wir so ungleichmäßig verteilt haben, die Gerste. Dass der Verteilerkopf zu langsam lief. Das ist halt so, das können wir nicht mit leben. Von der Düngung hat es gut gepasst. Wir haben hier tatsächlich auch mit Stickstoffbakterien gearbeitet. Am Ende werden wir es sehen. Ich habe ja die Pflanzen bis zum Ende beobachtet. Wir haben halt nur Geraster und die frühe Garbe gefahren. Und ich habe dann hier bei der Herbizidbehandlung direkt die Bakterien mit reingenommen. Und ich habe seitdem keinen Bedarf mehr festgestellt. Also die Pflanze hat mit dem N-Testor einfach keinen Bedarf mehr gehabt. Es war eine Zeit, war mal 30N, aber da war es halt extrem trocken. Und dann kam nachher der Regen und dann war es sofort wieder weg. Weiß man nicht, kann man es manchmal zurückführen auf Gärreste und Mineralisation oder haben die jetzt wirklich einen Effekt, werden wir sehen. Werden wir vielleicht auf demnächst sehen. Im Raps haben wir es auch ein bisschen ausprobiert. Getreide auch. Will mich dann noch nicht zu früh festlegen, ob da nun was ist oder nicht. Gut, Leute, also ein Gerstenfeld hat auch was, ne? Wenn man da so ein bisschen in die Reihen reinguckt, sieht auch recht schön aus. Da haben wir noch eins. Da. So. Vielen Dank. Ich würde sagen, das war Abschluss Raps und Gerste. Ein bisschen schade, ich hätte euch gerne ein bisschen mehr mitgenommen. Übers Jahr in den AKFs. Teilweise hat es aber zeitlich echt nicht richtig gepasst. Das ist ein bisschen schade. Da muss ich gucken, wie ich das in Zukunft ein bisschen besser hinkriege, dass ich euch ein bisschen besser up-to-date halt bei den Beständen. Auch so was so an. Ursprünglich war es ja so meine Sonntagsfahrt, um zu gucken, was so ansteht. Gleich mitnehmen. Jetzt mache ich das teilweise, aber meine Ackerrundfahrt habe ich teilweise einfach nur zwischendurch in der Mittagspause gemacht, um das irgendwie unterzukriegen. So, wenn ich sie alleine mache, muss ich sie hinterher nicht noch schneiden oder ähnliches. Ne? Hier hinten sieht man auch, sind richtig schön große Pflanzen. Ne? Was man natürlich hat mit der Kledensaat, man hat immer offenen Boden. Ne? Das hat man bei der engeren Saat ja nicht mehr. Was in Sachen Beschattung, weiß ich nicht, verliert man da mehr Wasser? Sicherlich. Dafür trocknen die Bestände aber schneller durch, wodurch man weniger Pilzdruck hat. Wir brauchen die eierlegende Wollmilchsau.
Gut, Leute. Hier sieht man zum Beispiel, ne? Da ist so ein Dreieck, ein bisschen feuchter war. Jetzt sieht man so richtig diese Sandlinsen, die kristallisieren sich jetzt so richtig raus, auch beim Weizen. In so einen richtigen Flecken, die dann da rausgehen. Da vorne, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da so. Und da bricht der Bestand auch komplett ein. Halt ist wie so ein Fleck. Das ist halt sehr sandig da unter. Das ist halt alles das, was die Eiszeit mal so zu sich zurechtgeschoben hat. Ne? Gut, Leute. Vielen, vielen Dank. Ich bin gerade schon an den Sonnenblumen vorbeigefahren. Die hier vorne stehen sehr gut. Aber dazu in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.